Heute geht es weiter an unserem Transportanhänger. So, willkommen zum neuen Video. Heute sind wir bei mir in der Werkstatt und wir kümmern uns um den Mofa Transportanhänger. Let's go! Also, es geht wieder um Transportanhänger und wie ihr vielleicht beim Boardtracker-Video gesehen habt, ich habe leider nochmal das Zeug auseinanderflexen. Und zwar aus folgendem Grund. Wir sind fertig mit Lackieren, ich habe ihn angehängt, ich habe mal die Rädchen dran angehebt und der ganze Anhänger ist einfach wirklich schräg gestanden. Grundsätzlich am Anhänger nicht wehtut, aber wenn das alles so ein bisschen zusammenpassen und ein bisschen smooth sein, hat es mir gleich nicht genug gefallen. Darum habe ich nochmal den Tichsel abgeschnitten, ich habe Liegen länger gemacht und vor allem tiefer. Beim Vorherbild gesehen, wie schräg dass er dort steht. Ende des Videos sehen wir das Ganze dann noch mit Boardtracker drauf geladen. Also sind gespannt und wir fangen gerade mal mit dem Holz an. Gut, das sind ja die alten Bretter, die dran sind. Die verwenden wir wieder. Nur sind die halt wirklich nicht schön, richtig alt. Die probieren wir jetzt mit einer Messingbürste mal abzubürsten, mal schauen, ob das funktioniert. Gebe natürlich Profi-Werkzeug, habe ich jetzt aber hier nicht vorhanden. Aber ich bin sicher, dass das auch so klappt. Wir probieren es einfach. Messingbürste da. Content's hot. You got to give me all you got. Caution. Content's hot. You got to give me all you got. Aue! Von in den Draht reingefasst. Nächste Maschine. So, also schleifen tun ich jetzt nur, falls der Marc mal mit dem nackten Arsch drauf hocken, dass er nicht gerade alles voll Speisen hat und zum auch ein bisschen Kanten. Also die Bretter sind soweit vorbereitet. Jetzt sind da die Maserungen viel mehr rausgekommen. Später wird dann der im Regen stehen und dann das Ganze wieder ein bisschen grauer werden. Aber das ist ja Part vom Look mit dem Zementgrau, Grau von Wäschen. Das passt dann alles super zusammen. Jetzt haben wir ja noch im Anhänger die Teile neu umgeschweißt. Das war ja vorher durchgehend. Das heisst, am Boden müssen wir jetzt noch die Stützen hier ausschneiden und vor der Brettchen noch die Ablängungen machen, um es einzumachen. Ich würde sagen, mit dem Boden fangen wir an und dann nimmt das Ganze auch schon ein bisschen Form an. 40. Ist das zu lang? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Sicher nicht. Top. Oh! Kannst du dich erinnern, als wir auseinandernehmen? Das eine Brett musste weg sein. Zurück! So. Jetzt machen wir hier die kleinen Ausschnitte für die neuen Stützen, die wir hier eingeschweißt haben, und dann das Brett auch perfekt einpasst. Oh, hell! So, jetzt sind wir da noch ein bisschen über, dass wir hier gleiche Abstände bekommen. Komm! Ready? Machen wir doch mal schnell. Einmal bolten. Jetzt haben wir die Seiten rein und dann machen wir vorne noch den Ausschnitt. Dann jetzt nicht einfach Holz schrauben, sondern mit Mütterli. Dann checken wir gerade mal schnell ab, was wir hier haben und ob wir die alten noch verwenden können. 6, 7, 8. Ein bisschen anbürsten und dann können wir die wieder verwenden. Ab zur Bürste! Das Gute ist, wenn du so viel Rost drunter hast, musst du auch gar kein Loctite verwenden. Das ist Rostteig. Nice! Ich würde es kaufen. Anzeichnen und damit abschneiden. Das Teil, das ich nicht brauche, halte ich jetzt in der Hand. Das geht doch nicht, jetzt ist ja eine scheiß Schnittkante. Ja, na klar, mein Freund. Nimmst du den Finger? Nimmst du den Finger besser nicht. Ich dachte, das war ekliger.
Aber heute wieder gelernt haben, Kinder. Das ist nur toll. Also wenn jetzt der Anhänger umkehrt, damit wir jetzt den ganzen Boden noch verschrauben können, und dann sind wir schon parat zum, ich würde sagen, jetzt erst Rädchen machen. Rädchen machen. Okay. Das Holz ist soweit mal montiert und ich muss sagen, es sieht echt geil aus. Das hier mit der gröberen Maserung, alles so ein bisschen im Used-Look mit dem Zementgrün, halt gleich wie beim Frankenstein-Baba. Und wenn jetzt noch die gleichen Rädchen draufkommen, mit den neuen verchromten Rädchen, ich glaube, das wird ganz, ganz schön sexy. Darum spannen wir nicht lange auf die Folter und hauen das Zeug zusammen. Also bei den Rädchen, wichtig, die sind jetzt wieder trocken, die haben wir abgeputzt. Kugellagerfett machen und dann nicht zu knapp. Dann schön mit dem Finger mal ein bisschen anflutschen. Okay. Dann haben wir in der Innenseite haben wir die Lager. Die habe ich schon vorgeschmutzt. Die hauen wir drauf. Schauen, dass wir keine Kügel verlieren. Same da rein, dass die sauber liegen. Und die Rädchen habe ich auch schon so weit vorbereitet. Dort haben wir ja einzelne Kugeln. Da fehlen jetzt gerade schon 2, 3, 4. Und da der Trick am besten immer gerade vom Kugellagerfett ein bisschen dran anschmieren. Und dann die Kugeln direkt drin rein. So bleiben sie am ehesten noch kleben. Ja, Nummer 1 ist dran, rollt. Jetzt kommen wir zur zweiten Seite. Yes! Moment, eine fehlt. Da ist sie ja, die Gundula. Flip. Vorsicht. Oh. So, der Anhänger ist so weit zusammen. Rädchen dran, Holz dran. Geiler Look. Jetzt gehen wir als erstes mal raus, hängen das Töffel an, schauen, wie er steht und wie er fährt. Das zweite ist ja dann die zweite Option. Mofa Transportanhänger, wir tun die Schiene drauf, verbauen die ganz. Dann wird etwas aufgeladen und das Ganze nochmal ausprobiert. Let's go! Servus! Offroad-Anhänger! So, jetzt seht ihr vielleicht auch, wieso ich das Ganze gemacht habe. Damit er jetzt einfach schön gerade steht. Nicht mehr so schräg wie vorher, sondern einfach wirklich smooth. Und wie das Zeug zusammenpasst. Farbe, Räder, das gebrauchte Holz mit dem Used-Look hier. Richtig geil. Ich habe Freude. Und jetzt bauen wir die Schiene drauf und dann schauen wir, ob das Ganze auch als Transportanhänger etwas taugt. Testen wir, wie wir die Schiene noch mal tun. Das hat es doch schon ein paar Mal drauf gehabt. Dass wir möglichst weit führen mit dem Schwert. Tun wir die Schiene nochmal drauf, schauen nochmal, dass wir mit dem Schwerpunkt möglichst weit führen kommen. Aber wie gesagt, es ist ein Transportanhänger, bei Bedarf Mofa Transportanhänger. Darum einfach so gut wie es geht. 50 cm. Gut, jetzt haben wir es ja von Scharnier und Riegeli etc. Jetzt schauen wir, ob das Ganze noch funktioniert. Da hängen wir jetzt aber nochmal ab. Was wir jetzt hier haben, um das Ganze zu befestigen, ich will es ja nicht einfach abschrauben und wenn ich es mal wegnehmen alles wieder rausschrauben, habe ich ein Scharnier und 2 so kleine, sagt man das? Ein Riegel! Das funktioniert jetzt in meinem Kopf zumindest so, dass das Scharnier da drunter kommt. Mit dieser Seite. So drunter ins Holz geschraubt wird. Das hier raufkommt. Da oben so oben runter verschraubt wird. Ein Loch können wir anmachen, die anderen 2 bohren wir von unten rauf. Und mit der Riegel wird das Ganze da vorne befestigt. Jetzt fällt mir hier noch ein bisschen die Höhe, weil ich will natürlich genau in die vorgesehenen Löcher rein. Für das schneide ich jetzt von dem Brett, das wir vorhin haben, von da vorne, kleine Teile aus, kann die fix abschrauben, die Riegel fix drauf runter, hier durch und dann kann man da nur noch auf und zu machen.
Also, zusammenbauen sieht das absolut geil aus mit dieser Farbkombis, altem Holz, Schwarz und Zementgrün, wie beim Frankenstein Bobber auch. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Das Projekt ist somit beendet. Für euch gibt es jetzt aber natürlich noch einen kleinen Porn, wie das Ganze beladen und in Fahrt aussieht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Like da und ein Abo. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit einem Video vom Opferkult. Macht's gut, ciao. Und ciao!